Heute möchte ich gern noch einmal auf eine Frage eingehen, die mich Links Broker gebeten hat, beziehungsweise eine Frage, die von euch, von den Kunden, von den Zuschauern sehr oft an Links Broker gestellt wird. Es geht darum, warum die TWS in einer Version nicht so stabil läuft, wie es eigentlich sein sollte und welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Versionen gibt. Wie ihr das richtig macht, beziehungsweise wo ihr das findet, das geht hier oben über Datei, links oben in der Ecke. Darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und heute sende ich euch einen herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Bevor es losgeht, dieses Video wird von Links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt wollen wir uns mal um die verschiedenen Versionen kümmern, die die TWS euch als Kunden anbietet. Erst einmal, wo finden wir das Ganze? Da gehen wir hier oben auf Datei, hier oben links in der Ecke. Und dann findet ihr hier ziemlich mittig Version ändern. Hier haben wir jetzt Stable, Latest und Beta. Ich werde jetzt nur auf die ersten beiden eingehen, also Stable und Latest. Latest bedeutet, damit fange ich mal an, das ist tatsächlich die wirklich aktuellste Version. Das bedeutet, da sind sämtliche neue Programme drauf, da sind Abänderungen, Umänderungen, Anpassungen drin. Alles, was praktisch die TWS oder die Programmierer der TWS umgeändert, abgeändert haben, verändert haben. Das bedeutet aber auch, dass das Ganze noch nicht so stabil laufen kann, wenn es dann tatsächlich uns, den Nutzern, zur Verfügung gestellt wird, weil wir dann tatsächlich erst merken, beziehungsweise die Programmierer merken, was passiert denn tatsächlich, wenn ganz viele Leute darauf zugreifen. Da kann es dann mal kleine Bugs geben, da kann es mal sein, dass irgendetwas nicht ganz so läuft, wie es sein sollte. Deswegen auch sozusagen ist das dann die Probeversion, die auf uns ja losgelassen wird und wir ja sind dann angehalten, den Programmierungen Informationen zu geben, wenn es dann nicht so ganz stabil läuft, wie es sein sollte. Also praktisch Kinderkrankheiten, die dann noch ja, ausgemerzt werden müssen. Und wenn du tatsächlich hier Latest, so wie es bei mir jetzt ist, ausgegraut hast, dann bist du gerade in dieser Latest-Version. Und dann kann es durchaus mal sein, dass deine TWS aufgrund dieser Neuerungen, Abänderungen, was ich eben erwähnte, dann nicht ganz so stabil ist und dass es dann mal ja, dazu kommen kann, dass irgendetwas in deiner TWS nicht so richtig angezeigt wird, etwas nicht so richtig abgespeichert wird, was du angelegt hast, jetzt zum Beispiel ja in Charts oder aber auch in der in der Mosaikansicht. Ja, daran kann das liegen. Wenn du jetzt sagst, das ist mir zu unsicher, also da möchte ich dann lieber die sichere Version nutzen, dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit der Kanal weiter schnell wachsen kann, indem du den Daumen hoch anklickst, tolle Kommentare dalässt, den Kanal abonnierst und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank! Dann kannst du auf die Stable-Version nutzen. Das klickst du an und dann öffnet sich die TWS neu. Das wird dann praktisch dieses Programm installiert und dann kannst du sicher sein, dass alle Programme sicher und stabil laufen, die dann vorher ausgiebig in der Latest-Version getestet worden sind und erst dann in die Stable-Version übernommen werden, wenn praktisch alle ja, Probleme ausgemerzt sind.
Du hast dann trotzdem ja eine aktuelle Version, ganz klar, aber halt noch nicht das, was bis ja ins Letzte sozusagen geprüft und ja auf Herz und Nieren geprüft worden ist, nenne ich es mal. Also das ist der Unterschied zwischen Stable und Latest. Also die Latest-Version ist alles drin. Nochmal in der Zusammenfassung: Latest-Version ist alles drin, was gerade eben frisch neu gemacht worden ist von den Programmierern, aber halt noch nicht von den Kunden in der Tiefe getestet. Das macht dann die Latest-Version, das passiert in der Latest-Version. Und wenn du eine stabile Version haben möchtest, wo du keine Bugs mehr hast und wo alles schon auf Herz und Nieren geprüft worden ist, dann nutzt du die Stable-Version. Das ist ganz einfach. Du kannst auch jederzeit wieder hin und her wechseln. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach anklicken, dann startet sich die TWS, wie gesagt, immer einmal neu, installiert dann das Programm, was du ausgewählt hast, und dann kannst du nutzen, was ja dir im Grunde in welcher Situation auch immer lieber ist. Wenn du noch Fragen haben solltest bezüglich der Versionen, kannst du natürlich auch sehr gerne hier unten in die Kommentare schreiben, dann werde ich sie dir natürlich auch sehr gerne beantworten. Wir sehen uns am Freitag wieder. Marina ist wieder bei uns mit dem Thema von Dr. Joe Dispenza, finanzielles Mindset. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, geht darauf ein, schaut euch das Video an. Es ist ein relativ kurzes Video mit, glaube ich, circa 8 Minuten. Es geht um Wohlstand, wie dieser ganz natürlich, ganz einfach und fast mühelos in dein Leben fließen kann. Und auch wird, wenn du ja ihre Tipps und Tricks befolgst. Sie hat auch wieder ein sehr, sehr, sehr schönes praktisches Beispiel beziehungsweise eine kleine Übung mitgebracht, die du direkt mitmachen kannst. Nimm dir die Zeit, einfach mal für die 8 Minuten zu entspannen, runterzukommen, ihrer ruhigen, tollen Art zu lauschen, ihren Worten zu lauschen, und dann ja, solltest du zumindest einmal das Schnupperprogramm nutzen, ausprobieren. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich dir wirklich sagen, wie viel sich gerade in Bezug auf Geld bei dir verändern wird, weil bei mir war es extrem, und es wird auch dir helfen. Du wirst sehen, Marina hat eine großartige Art, das alles dir beizubringen, dir näher zu bringen und da dir sehr, sehr, sehr gut weiterhelfen zu können. Also, wie gesagt, sie ist am Freitag wieder da mit einem neuen Thema, und am Montag ist wieder der Trade Scanner bei mir zu Gast. Diesmal nicht der Markus Runau, sondern der Carsten Berger, sein Kompagnon, sage ich jetzt einfach mal. Und er wird die Perlentaucher-Strategie vorstellen. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon. Das ist auch eine Strategie, die es auf der TradeScanner-Plattform gibt. Auch dafür gibt es den Rabatt, den ich für euch rausgeschlagen habe. Egal auf welche Strategie, wenn ihr auf TradeScanner geht, da gibt es ja ganz, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die ihr dort auswählen könnt. Egal von welchem ja, Mitarbeiter, Kollegen von Markus Runau, egal wen ihr da auf der linken Seite anklickt, der Rabatt gilt für alles, und auch immer wieder nach der neuen Laufzeit bekommt ihr auch wieder einen neuen Rabatt. Das ist nicht zeitlich begrenzt. Schaut euch das gerne an, das wird auch interessant. Der Carsten Berger ist noch nicht zu Gast gewesen. Es ist das erste Mal jetzt am kommenden Montag, und da freue ich mich besonders drauf, ja, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Ich kenne ihn von einer Veranstaltung, auch ein, ja, ziemlich cooler Typ. Ihr werdet es sehen. So, jetzt wünsche ich euch erst einmal einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Passt auf euch und auch auf eure Trades auf, dass da nichts schief geht. Und ja, mummelt euch ein in dieser kalten Jahreszeit und ein Glühwein mehr zum Durchwärmen. Einen tollen Tag euch. Bis ganz bald. Ciao.